Willkommen zu einer weiteren Folge Vampyr auf meinem Kanal. Wir haben alle Bezirke, sei still, ausgelöscht und ja, ist gut. Und wir sollen jetzt zurück. Alter, halt die Fresse da drüben. Wir sollen zurück ins Theater gehen. Da das Krankenhaus komplett geschlossen ist, kommen wir unten nicht mehr raus. Und da müssten wir übers Zimmer rauskommen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten haben wir schlechte Karten. Prima, da geht's raus. Achso, und wir haben in der letzten Folge neu aufgelevelt. Und hier ein paar neue Fähigkeiten mit reingenommen. Ich würde sagen, wir testen die einfach mal aus. Mal sehen, was da passiert. Ob die überhaupt brauchbar sind oder nicht. Alter, was geht denn hier ab? So. Nein, das will ich nicht. Shit, das war unser Speer. Alter, ist das nice. Jo. Jo. Prima. Warum nicht? Was bist du für eine? Zack. Ach, das hat alles Abklingzeit. Stimmt. Habe ich nicht bedacht. Zack. Hey, sogar beide. Aber das saugt doch ganz schön viel Blut von meiner Leiste. Also werden wir bestimmt auch mal nochmal oldschool kämpfen müssen. Was geht mit dir? Lass meine Ratten in Ruhe. Ah, Blut. I can't believe I'm doing this. Komm, eine brauche ich noch. Ist hier noch eine? Bleib stehen. I have this So. thirst for blood. Doch sind wir wieder voll. Lass mich. Whitechapel. Zack. Zack. Schnauze. Wo muss ich denn überhaupt hier hin? Bin doch hier komplett falsch. Ah, ich muss hier rüber. Hier hin. So, also hier runter. Und da geradeaus. Also hier lang, ja? Und hier durch. Genau. Und hier hoch. Zack. Und ins Theater rein. Sehen, was uns dort erwartet. Rattenblut ist nicht so wirksam oder wohlschmeckend wie ein menschliches Pendant, wird aber deinen Blutbalken teilweise wieder auffüllen. Menschliches Pendant. Habe ich noch nie gehört. West End. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. So, ich schätze mal, wir müssen ganz nach unten.
Zack. Und da gibt's Ratten. Oh, hier ist Dr. Swansea. Komm ich hier runter? Yes. Leech spotted! Watch her! Oh my god! Christ, die, vermin! Wo kommst du denn her? Loot. Ah, da geht's wieder raus. Ist das nicht schön? So. Zack. 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 Ja gut, ich muss noch eins weiter runter. Geht's hier durch? Ja, da geht's wieder hoch. Da geht's wieder hoch. Da wollen wir nicht hin. Untersuche Swanseas Entführung. Hier? McCullum. Bericht. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Schlüssel zur Theaterbühne. Hier? Patronen. Also hier lang, oder? Jo. Es schaut richtig aus. Okay, hier ist zu. I cannot enter. Mhm. Sicher ist aber sicher. Oh, hallo. Was ich hier für geilen Loot finde jetzt. Lauter Waffenteile. Oh, It's locked. scheiße. Der Vampyrritter. Ja, das ist ein Sammlerstück. Oh. Stimmt auch nochmal ein Sammlerstück. Blood of a pure heart. Nein. I should find the key to that box. Achso, hat man schon. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never
imagine that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic,
The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Aussaugen. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Well, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... Kleiner Schlüssel. Was liegt hier? Alter Liebesbrief. Oh, der ist tot. So, da geht's hoch. Kann ich das öffnen? It's locked. Ah. Wie kriege ich die Tür auf? Ich würde ja gerne irgendwie auf die Bühne hochkommen. Finde den Tresorschlüssel. Aber wo? Da oben vielleicht. It's not. I'll kill it! Ouch. I can now open the box.
Yes. Die Büchse der Pandora. Hier durch? Ne, hier drin ist das Ding, oder? Zehnmal im Kreis laufen. So, hier. Really don't know if I should read this. I can't believe it. Gut, hauen wir ab. Hier ist Doris Fletcher verbrannt. So, die Tür ist hier vorne, genau. Sehen, ob wir hier raus können. Yes. Funktioniert. Okay. Hierhin will ich nochmal. Das entfernen wir. So, da hinten. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. It's an leech! I must tell you. Fuck it! Es lädt. Mensch. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Tür wurde aufgeschlossen, okay. Oh, hallo. So. Ups. $193. Ist doch schon ganz weit. Whitechapel. Okay, wir gehen von oben rein. Wir gehen von oben rein. Ich hasse es, wenn es lädt.
Mensch. So, wir machen hier weiter. Wir sind gerade hier angekommen. Ich hatte gerade einen CE-Fehler und musste den Weg nochmal laufen. Das habe ich euch aber erspart. Wir sind jetzt hier, wo wir hin wollten. Und zwar, ich will nochmal zu den Druckplatten. Ich will gucken, ob ich jetzt die Druckplatten auslösen kann. Bin ich hier richtig? Ich muss da oben hin, glaube ich. Aber hier sind keine Vampyre. Wundert mich. Aber doch jetzt. Hier ist die richtige Seite, oder? Ist alles zugemacht worden? Hä? Verstehe ich nicht. Ah, hier kann ich durch. Okay. Ah, das Haus ist jetzt auch zerfallen. Kleiner Schlüssel. Gut, das Geld werde ich wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Ist alles zusammengefallen hier. Oh, hallo, Blutsauger. This is my turn! Gotcha! Ha, gegenseitig. So, was sagt hier Askalon Club? Sir, you are not welcome here. Ja, okay. Okay, okay. Ich hab's kapiert. Die Wölfe explodieren jetzt auch. Schön, schön. So. Schön, schön, schön. Alles ausgemerzt hier. Hä? Ich bin komplett falsch. Mach doch den scheiß Ping hier weg. So, Bezirk feindlich. Das wissen wir schon. Hier ist nochmal Loot. So, da hinten lang oder wie? Ja. Bin ich gerade einfach wieder zurückgelaufen, ich Depp. Hihi. Don't you know better? Oh, es lädt schon wieder. Mensch, das ist doch kacke.
peile jetzt gerade aber gar nicht, wie ich da hinkomme. Von hier oben? Könnte sein, ne? Ne, hier bin ich falsch. Ich habe keine Ahnung gerade. Sieht jetzt nämlich alles anders aus. Sieht alles ganz anders aus. Ach, hier, das Ding ist auch auf jetzt. Schön. Schön, schön. Ah, hier bin ich doch richtig, oder? Das Gelade geht mir echt auf die Eier. Ne, kein Plan mehr. Sieht alles anders aus. Ja, jetzt bin ich nämlich wieder hier. Da könnte es gewesen sein. Sag ja, ich habe eine Orientierung wie eine Schnecke. Da waren wir doch gerade eben schon. Aber doch, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Und hier ging's dann irgendwo runter. Hier. It's locked. Weil ich den Typ nicht getötet habe.
Nee, ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Der Typ fehlt. Scheiße. Naja gut. Gehen wir ins Endgame. Gehen wir ins Endgame. 355 Meter, ein gutes Stück zum Laufen. Ich mache einfach Teleport, guckt. Zack, ich bin da. Okay, hier durch. Oder vielleicht auch nicht. Nee. Nee. Geht's in die Kanalisation, da will ich nicht rein. Alter, was laufen wir denn für einen Umweg? Kann doch nicht sein hier. Hier bin ich auch falsch. Geht's hier rein? Könnte ich durch, aber da bin ich gerade zu faul dafür. Also diese Richtung. Ja, lad nochmal. Weil es so schön war. Hier durch. Jetzt hier nach links. Genau. Yes, endlich sind wir auf dem richtigen Weg. Ist komplett alles zerfallen. Alles ausgerottet. Totenstille hier. Bloody monster! So, Lady Ashbury, was hast du mir zu sagen? So, Lady Ashbury. So, musste erstmal das Ding hier anstöpseln. So, wo ist sie denn oben? Kann ich hier hoch?
What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Stimmt, weil die auch ein Urvampir ist. 3 Dinger. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das Gegenmittel in der nächsten Folge. It's locked. Das wird, denke ich, dann die letzte Folge sein für Vampyr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber viel gibt es ja nicht mehr zu erledigen. Ich könnte jetzt noch die Schlüssel alle suchen und die Dinger, die Tresore. Tagebuch. Aber das würde die Parts einfach nur unnötig in die Länge ziehen. Deswegen machen wir die Hauptstory dann weiter und beenden das Spiel. Also an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ansonsten gern auch einen Daumen nach unten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.